Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vektorcam TV. Heute geht es um die Funktion Stechen aus dem Modul Drehen. Dazu wähle ich an dem an diesem Bauteil erstellten Z-Schnitt die Kontur eines Einstichs an. Dann aktiviere ich den Job Stechen Schruppen und wähle in dem folgenden Dialog ein Stechwerkzeug an. Der Job Stechen Schruppen teilt sich in zwei Strategietypen auf. Einmal das Stechen und das Stechdrehen. Beide Typen sind sowohl im radialen als auch im axialen Bereich anwendbar. Für die Kontur dieses Einstichs wähle ich den Typ Stechen. Der Typ Stechen hat drei Bearbeitungsmethoden zur Auswahl. Einmal Stechen im Einweg, Stechen im Zickzack und die Bearbeitungsmethode Pendeln, die ich an diesem Einstich auch benutzen werde. Nachdem ich die Bearbeitungsstrategie festgelegt habe, gebe ich mein Aufmaß im Durchmesser und Z ein, definiere meine Zustelltiefe, den Sicherheitsabstand und den Rückzug im Spanbruch. Danach selektiere ich die Kontur des zweiten Freistichs und gehe noch einmal in den Job Stechen Schruppen. Diesmal wähle ich den Strategietyp Stechdrehen. Auch im Stechdrehen habe ich zwei Bearbeitungsmethoden zur Auswahl. Einmal im Einweg oder wahlweise im Zickzack. Ich möchte die Kontur mit der Methode Einweg bearbeiten und in negative Richtung verfahren. Für sich durch die Bearbeitung bildende Stufen stelle ich eine direkte Stufenglättung ein. Um zu schlichten, selektiere ich noch einmal die erste Einstichkontur und gehe in den Job Stechen schlichten. Hier wähle ich wieder ein Werkzeug, lege die Bearbeitungsrichtung bzw. Reihenfolge der Strategie fest, setze mein Aufmaß auf 0 und möchte mit einem Rückziehwinkel von 45 Grad und einem Rückziehabstand von 2 mm pendelnd schlichten. Ich bestätige und wähle die Kontur des zweiten Einstichs. Ich eröffne einen weiteren Job Stechen schlichten, aktiviere aber diesmal die Option Einweg, um den Einstich mit einer einzigen Bewegung in negative Richtung zu schlichten.